Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Video habe ich euch ein bisschen was zum Reinigen der Messer erzählt und zur Handhabung. Heute geht es ums Schärfen des Messers, was natürlich ganz zentral ist, damit das Messer seine Funktion erfüllen kann. Und ich gebe einen kleinen Überblick einfach über die 5 Bauarten von Schärfgeräten, die sich etabliert haben und die Sinn machen. Ganz wesentlicher Teil der Pflege ist natürlich das Schleifen. Das ist ein weites Feld, da wollen wir gleich mal einen kurzen Überblick darüber geben, was es für Optionen gibt, was es für Gruppen von Schleifgeräten gibt. Es gibt aber noch eine wichtige Sache natürlich, bevor man anfängt, das Messer zu schleifen, sollte man klären, ob es überhaupt stumpf ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt einen Test, der sich anbietet. Man setzt das Messer mit Eigengewicht auf Horn, also zum Beispiel ist das der Fingernagel. Wenn das Messer scharf ist, bleibt es sofort auf dem schrägen Fingernagel stehen und beißt halt sofort, greift sofort. Zum Vergleich hier, der Rücken würde sofort abgreifen. Alternativ kann man es auch auf den Haaransatz am Hinterkopf setzen. Da klebt das Messer auch sofort drin. Was Schleifer machen, die gehen oft noch mit dem Daumennagel so über die Schneide. Da können Sie fühlen, ob es eine gleichmäßige Körnung, ob es eine feine Körnung ist, ob es gleichmäßig ist oder ob irgendwo noch eine Scharte drin ist. Diese Tests haben sich bewährt. Tatsächlich schätzen viele Laien ein Messer rein mit dem Daumen, eine völlig scharfe Schneide, gerade wenn sie poliert ist, als stumpf ein, weil eine rau geschliffene Schneide und ein aufgeworfener Grat, den kann man ertasten mit dem Daumen, das fühlt sich dann scharf an und so ein typischer Satz, auch das aber nicht sehr scharf, hat schon zu sehr viel Blut geführt. Also sollte man diesen Test durchführen, weil man natürlich auch nicht zu viel und unnötig von seinem Messer abtragen möchte. Da gibt es an erster Stelle natürlich den klassischen Bankschleifstein. Das zweite sind die manuellen Schärfgeräte mit Winkelhilfe. Auch uralt und sehr klassisch sind die Stäbe. Dann gibt es die kraftgetriebenen Schärfgeräte. Das ist in unserem Fall als Verbraucher natürlich in der Regel ein elektrisches getriebenes kleines Gerät. Und zu guter Letzt gibt es noch diese kleinen, gemeinen und hässlichen Messerfresser. Alle 5 Bauarten haben ihre Berechtigung, sonst wäre irgendwas davon über die Jahre vom Markt verschwunden. Man muss nur genau wissen, welches Gerät für welches Messer wann zu welchem Zeitpunkt. Also fangen wir mal mit dem an, was jeder kennt, der alte Bankschleifstein. Ich benutze den eigentlich und hauptsächlich nur noch dort, wo ich Messer ganz plan auflege. Das ist zum Beispiel der Fall beim True Scandi Grind. Hier geht es erstmal um die Bauarten. Der Stein müsste jetzt gewässert werden. Den True Scandi Grind legt man halt komplett flach auf. Ähnlich ist es bei vielen Klingen japanischer Bauart. Das hier zum Beispiel ist jetzt ein selbstgemachtes Kiridashi. Das würde man auch flach auflegen. Oder ich würde auch bestimmte einseitig geschliffene japanische Kochmesser hier drauf schleifen. Ansonsten würde ich mich hiermit nicht mehr groß abgeben. Die sind sehr beliebt, diese manuellen Schärfgeräte mit Winkelhilfen. Das empfiehlt sich vor allem für Leute, die wirklich, also die große Ästheten sind. Man spannt es ein, man kann es hinterher drehen. Wir haben hier jetzt mal ein Gerät von der Firma Worksharp. Die machen wirklich sehr schöne, durchdachte Sachen. Hier hat man wirklich, wenn man den Winkel hier oben richtig eingestellt hat, hat man wirklich ganz genau exakt den gleichen Winkel. Und wenn man einen schönen, modernen Premium-Folder hat, wo jede Phase und wirklich jeder Abstand haargenau gleich ist, dann benutzt man eben sowas hier und es ist von allen Geräten auch das wirklich, wenn man so sagen darf, man benutzt das Wort idiotensicher, es ist wirklich sehr leicht anzuwenden. Das dritte Schleifmittel sind die Schleifstäbe, die benutze ich hauptsächlich oder fast ausschließlich für meine Kochmesser. Die gibt es entweder aus gesinterter Keramik oder aus beschichtetem Diamant oder reine blanke Stahlstäbe, die teilweise noch geriffelt sind. Die Stahlstäbe tun aber was anderes. Sie tragen nicht wirklich was vom Messer ab, sondern entweder sie richten eine verbogene Schneide wieder auf oder die geriffelten rauen die Schneide wieder etwas auf, sodass wieder ein gewisser Sägeeffekt erzielt wird. Das mache ich in der Regel bei Messern mit einem sehr dünnen Klingenprofil. Und trotzdem, wenn die Kochmesser dann mal wirklich sehr, sehr lange im Dienst waren und die Geometrie sich schon ein bisschen verändert hat, dann gehe ich entsprechend auf das elektrische Schärfgerät. Bei dem elektrischen Schärfgerät, dem Worksharp Knife and Tool Sharpener, das ist hier ein Bandschleifer. Und das ist wirklich das Prinzip, was wir in der Manufaktur in groß benutzen. Das Schöne daran ist, dass das Band elastisch wird und die Klinge einen balligen Schliff bekommt. Das heißt, sie wird wirklich sehr scharf, aber sie wird auch recht robust. Das Gerät arbeitet schnell und gut. Man muss eben nur wissen, dass sich die Schneiden dabei verändern. Und das gefällt nicht jedem. Aber ich finde, wenn man so ein handgemachtes Messer hat
wo man sowieso die Handarbeit sieht, dann darf man auch sehen, dass das ein Messer im Gebrauch ist und dass die Schneide eben nicht ganz schnurgerade ist in dem Fall. Dann kommen wir als letztes zu diesen kleinen Taschenkratzern hier. Diese hässlichen kleinen Messerfresser sind tatsächlich etwas besser als ihr Ruf. Also sie wären nicht meine erste Wahl für ein gutes Messer und sie wären nicht meine erste Wahl, wenn ich wirklich Ruhe habe, das Messer zu Hause auf einem ordentlichen Schärfgerät zu schärfen. Aber es ist für draußen gar keine schlechte Lösung, insbesondere wenn man einen etwas weicheren Stahl hat und mit wenig Mühe wieder eine gute, nicht sehr feine, aber funktionierende Arbeitsschärfe auf dem Messer haben möchte. Das kann zum Beispiel bei der Jagd der Fall sein, wo man dann zum Beispiel ein preiswertes Messer mit einem Kunststoffgriff verwendet. Diese Geräte diese Geräte schleifen nicht im eigentlichen Sinn, wie das ein Schleifstein tut, die sogenannten Abrasive, sondern das sind zwei V-Metallstücke, die längs Späne aus der Schneide ziehen. Wenn man da ein sehr schnelles Ergebnis haben möchte und mit sehr, sehr, sehr viel Kraft arbeitet, dann gibt es Rattermarken. Man kann mit etwas weniger Kraft und öfter durchziehen, wird das Ergebnis schon feiner. Also wie gesagt, auch sie wären vom Markt verschwunden, wenn sie tatsächlich so schlecht wären, wie sie gemacht werden, aber sie sind sicher nicht die bevorzugte Lösung für ein gutes Messer. Gut, ich habe einen kurzen Überblick gegeben über das, was es so gibt und ihr habt vielleicht schon eine Idee, was für euer Nutzungsverhalten von Messer und für eure Messer das Richtige ist. Wir können bei verschiedenen Geräten tiefer einsteigen, dann zeige ich mal die Anwendung, wenn ihr das möchtet. Schreibt das einfach in die Kommentare. Und bis dahin, seid nett zu euren Messern und habt eine gute Zeit.